Hallo Freunde der Werkstatt. Ich hatte eine Aufgabe, Strom erzeugen und darf keine 20 Euro dafür ausgeben. In diesem Video zeige ich euch, wie man mit einem Spinning Bike und einem Hoverboard-Motor Strom erzeugt. Ich zeige euch den kompletten Aufbau inklusive Schemas, Tabellen und alle Messergebnisse und was man mit diesen wirklich geilen Motoren auch noch alles machen kann. Und jetzt geht's los. Bei den üblichen Kleinanzeigen habe ich gratis ein Spinning Bike bekommen. Wichtig ist, dass es ein Schwungrad hat. Dann habe ich den Rost entfernt, alles geölt und neu eingestellt. Als Generator brauche ich einen Motor, welcher mit kleinen Drehzahlen viel Leistung abgibt. Gefunden habe ich ein Hoverboard mit defektem Akku. Habe ich auch gratis bekommen. Dann baue ich mal alles auseinander, da ich nur die Motoren brauche. Das hier ist ein Radnabenmotor, also der Motor ist hier drin, ein Elektromotor mit Magneten. Hinten raus kommen diese Kabel, das brauchen wir hier nicht, das ist für den Sensor und das sind unsere 3 Phasen und zwar Wechselstrom, also da kommt AC raus oder rein. Diese Motoren, wenn man da Strom drauf gibt, fangen die an zu drehen. Aber wenn man hier anfängt zu drehen, dann kommt hinten Strom raus. Das funktioniert übrigens bei fast allen Elektromotoren so. Also umgekehrt ist das auch ein Generator. Im normalen Motorenbetrieb hat er 350 Watt, aber ich denke im Generatorbetrieb kann man da einiges mehr rausholen. Gut, damit wir mit diesen 3 Phasen etwas anfangen können, müssen wir das in Gleichstrom umwandeln. Deshalb habe ich mir so einen Brückengleichrichter gekauft. Bekommt man hier bei AliExpress gleich 2 Stück für 4 Euro. Auf dieser Seite werden die 3 Phasen angeschlossen. Farbe und Reihenfolge ist egal. Und auf dieser Seite kommt dann Gleichstrom raus. Plus, Minus ist hier beschriftet. Minus, Plus. Das ist nun meine Konstruktion. Die sind hier beweglich, sind hier in den Balken geschraubt. Und hier kann man das bewegen und der Balken ist hier ins Spinning Bike geschraubt. Gut, das Ganze kann ich jetzt hier fixieren mit diesen Schrauben, denn ihr müsst ihr vorstellen, je mehr Last ihr anhängt, desto schwieriger wird es, um dieses Rad zu drehen und dann verliert ihr hier Traktion. Deshalb müsst ihr das wirklich hier gut anziehen können, damit das Rad auch schön an diesem Rad dran ist. Das gleiche mache ich auf dieser Seite. So, und jetzt presse ich das Rad gegen das Schwungrad. Kann ich hier ein bisschen anziehen. So, jetzt drehen hier beide Räder drehen da mit. Die Übersetzung ist etwa Faktor 2,5. Ihr seht hier den Strich. Also ich muss dieses Rad 2,5 Mal drehen, damit das große Schwungrad sich einmal dreht. Gut, kleiner Spoiler. Ich dachte, ich bin der Oberschlaue und mache gleich 2 Motoren dran, damit ich mehr Power habe. Habe dann aber mit Erschrecken festgestellt, wie wenig Power ein Mensch generieren kann. Deshalb, ich sage, es reicht ein Motor. Und dann würde ich den natürlich hier vorne rauf schrauben, also dass diese Fläche auf dieser Fläche ist. Gut, wir haben den Motor angeschlossen am Brückengleichrichter und hier kommt jetzt nun Gleichspannung raus. Hier habe ich das Multimeter angeschlossen. Hier können wir die Spannung sehen und hier können wir dann die Umdrehungen pro Minute sehen. Übrigens über dieses Teil, Drehzahlmesser, habe ich auch mal ein Video gemacht. Verlinke ich hier. Total geiles Teil für kleines Geld. Also starten wir Test 1. Spannungsmessung ohne Last. Also, bei ungefähr 500 Umdrehungen haben wir 30 Volt. Bei 700 Umdrehungen etwa 40 Volt. Bei 1000 Umdrehungen ungefähr 60 Volt. Nun schließen wir eine Last an. Ich habe hier Glühbirnen, das sind 50 Watt, 12 Volt Glühbirnen, die ich da einstecken kann. So kann ich verschiedene Glühbirnen einstecken, um zu sehen, was ich da raushole. Das ist jetzt ein 12 Volt Setup.
Mit 6 Glühbirnen geht das dermaßen streng, das könnt ihr vergessen. Also probieren wir das mal mit 4 Glühbirnen. Das ist immer noch viel zu streng. Ich habe nun meine Last umgebaut auf ein 24 Volt Setup, damit die Spannung größer wird und der Widerstand und die Stromstärke kleiner. Meine Last hat nun 400 Watt bei 24 Volt. Es geht schon bedeutend einfacher, aber es ist viel zu streng. Ich erreiche hier 287 Watt, aber das trete ich auch nicht sehr lange. Also, Test 5, nur 200 Watt angeschlossen bei 24 Volt. Let's go! Jawohl, das geht ganz angenehm. So ist ungefähr, ja, wenn man geradeaus fährt. Das könnte ich wahrscheinlich etwa eine Stunde lang so treten. Jetzt haben wir die 24 Volt bei ungefähr 680 Umdrehungen. Aber das trete ich auch nicht sehr lange. Also bauen wir wieder um und machen ein 36 Volt Setup. Hier ist mein Kollege Dani noch vorbeigekommen. Der musste natürlich auch sofort mal treten. Mal schauen, was er als Maximum hinbringt in der 36 Volt Konfiguration. Let's go! Unglaublich, 410 Watt. Aber eben wie gesagt, vielleicht 5 Sekunden lang. Ich habe hier mal alle Testergebnisse zusammengefasst. Und wir haben gesehen, am wohlsten fühle ich mich irgendwo hier bei 130 Watt. Das könnte ich eine Stunde lang so treten. Ein normaler Mensch, sage ich jetzt mal 80 bis 200 Watt. Ein Profi-Radsportler vielleicht 300-400 Watt, ich weiß es nicht. Die höchste Leistung hatte ich in einem 36 Volt Setup, da hat Dani 410 Watt hingebracht. Ein Kollege von mir hat dann auch noch in einem 48 Volt Setup 480 Watt hingebracht, aber auch nur etwa 5 Sekunden lang. Mein Fazit: Die Motoren sind richtig geil, aber der Mensch ist zu schwach. Wenn man bedenkt, dass ein einzelnes Solarmodul in der Lage ist, 200 bis 400 Watt pro Stunde abzugeben, dann macht es fast keinen Sinn zu trampen. Aber hier trotzdem noch, wie man das lösen könnte: Laderegler, Batterie und Wechselrichter müssen natürlich die richtigen Spannungen haben. Oder diese All-in-One-Lösungen kriegt man für 500 €. 4 Eingänge, 16 bis 60 Volt Eingangsspannung, das würde passen. Wechselrichter, Batterie, MPPT-Tracker, alles in einem Gerät. Gut, für mich macht Muskelkraft wenig Sinn, doch die Motoren sind richtig geil. Ich würde diese Motoren nicht über 10 Ampere betreiben, dann könnten die 500 Watt Dauerleistung abgeben. Die sind günstig oder sogar gratis, bringen sehr viel Leistung bei geringen Drehzahlen. Ich würde lieber die Drehzahlen erhöhen, damit man eine höhere Spannung hat und einen kleineren Strom. Und auch noch ein Vorteil: man muss gar nichts machen an diesen Motoren, die sind nämlich perfekt so wie sie sind. Ich habe auch den einen Motor von Stern auf Dreieckschaltung umgebaut, aber hat hier für meinen Anwendungszweck auch nichts gebracht. Ein tolles Do-it-yourself-Projekt wäre natürlich eine Windturbine zu bauen damit. Man braucht halt einen sehr windigen Standort. Problem ist, dass das Material, die Steuerung, Lasten braucht man, relativ teuer ist für ein Windrad. Am besten wäre natürlich, wenn man einen Fluss oder einen Bach im Garten hat, dann hat man gewonnen. Man könnte ein Hydrokraftwerk bauen mit relativ wenig Aufwand. Mit nur einem von diesen Motoren könnte man 24 Stunden lang 500 Watt erzeugen. Das gäbe 12 Kilowattstunden. Das würde reichen, um ein kleines Haus zu versorgen. Vorausgesetzt, man hat eine Batterie und der Fluss, der friert nie zu. Und man hat immer genug Wasser.
Man könnte natürlich auch ganz einfach einen Notstromgenerator damit bauen. Man schließe hier sein Motorrad an, Thema erledigt. Wenn ihr auch Ideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. In meinem aktuellen Projekt verbinde ich 2 Häuser mit insgesamt 5 Parteien, montiere eine 23 Kilowatt Solaranlage auf dem Flachdach und optimiere den Eigenverbrauch. Da sind 2 Wärmepumpen, 3 Boiler und noch eine alte Elektrospeicherheizung vorhanden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen hoch, das ist absolut gratis und unterstützt meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.